Wir haben jetzt gerade mal die Route abgecheckt. Über Landminen, die Straßen richtig kacke, Fettbeef in der Bevölkerung, GBAO und sowas, brauchst du einen Permitten hochzugehen, also eine Erlaubnis für dieses Gebiet. Wie gesagt, ganz nah in Afghanistan dran, viele Minen. Da sind auch damals vor 4 Jahren 5 Fahrradfahrer getötet worden vom IS. Die wurden da erst im Auto angefahren, danach abgestochen. Das war auch in Tadschikistan, auch beim Pamir Highway. Hast du Bock? Ich hab Bock. Leute, schaut euch das auch mal an. Ich bin allergisch gegen diese scheiß Stechmücken. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Schaut euch die Hand an und jetzt schaut euch die an. Das ist einfach komplett angeschwollen. Und es passiert mit jedem Stich, den ich habe. Also ich hatte letztens einen am Fuß, das haben wir sogar gezeigt. Also die schwellen alle übelst an. Ich finde die Jeeps einfach geil. Kommt auf dem Wettrennen, Digga. Wettrennen? Mit den Dingern. Was ist der Ernst, oder? Das ist schon lustig, oder? Scheiße, Alter. Ich kann schlechter fahren als beim echten Auto. Ja, der. Ich hab den Bruder gerade einfach angefahren. Ich kann ja halt auch kaum lenken mit dem Ding. Geil! Oh. Keine Ahnung, wo Kevin ist, aber ich kann. Ach, da hinten. Ich habe einfach gerade den Verkaufsdude da fast überfahren. Aber der hat es verdient, weil der wollte uns abziehen. Ich bin hier halt eingestiegen, das ist sau eng und ich habe einfach irgendwo aufs Gaspedal gedrückt. Ich sehe es nicht. Ich habe gegen ein Schienbein gefahren. Hey, unfair! Ich hol den. Ich überfahre ihn! Er steuert das Ding voll, ne? Hey? Ja, der fährt die ganze Zeit schon. Ich kann gar nicht, Digga. Voll Gas da irgendwo rein, aber ich aufhört, noch keine Gas zu geben. Ich hab den Host überfahren! Oh, die hole ich mir. Jawohl! Dabei! Autoscooter, ausgebremst im Sack. Oh, da ist Spielzeug. Dich habe ich im Sack. Hier. Ah. اوکی خط بدارم گیجو فرانسیا می Germania. گرمانیا oh yes yes okay Tja Leute, da hinten beginnt sie. Die höchste Hürde auf unserer Reise. Das sind die Vorboten des Himalaya. Das ist mir drüber. 4600 Höhenmeter. Geil. Aber wenn wir das geschafft haben, dann ist halt wirklich so das Gröbste hinter uns. Ne? Dann fahren wir gemütlich durch Indien, haben dann auch wieder einen guten Zeitpuffer, wenn wir es jetzt zügig hinkriegen. Und ab da wird dann alles entspannter. Aber das wird jetzt nochmal ein richtiger Kraft-, Nerv- und Zeitakt. Ja, da vorne ist die Border. So, bei der ersten Kontrolle ist unsere Trickserei mit der Registrierung noch nicht aufgefallen. Mal schauen, wie es weitergeht, ob es auffällt und wenn ja, ob es die überhaupt interessiert oder ob das im Endeffekt Formsache und denen scheißegal ist. Ja, ich glaube, wir müssen da rein. Ah. Ein Grenzübergang lief komplett problemlos. Also die haben mal kurz diese Dinger angeschaut, die Registrierung, und haben es aber nicht mal durchgelesen. Also. Aber der eine hat die Anzeige gezählt. Hey? Ja, der hat die durchgezählt. Schaut, dass ungefähr hinpasst. Der hat sich wahrscheinlich das Datum angucken, wo wir reingegangen sind, wo wir rausgegangen sind und die Zettel durchgedingst. Deswegen haben wir da nur kurz so viele bekommen. Ich weiß noch, hier in Tadschikistan soll mit den Behörden ab und zu mal ein bisschen Ärger geben könnten, also hier mit den Militärs und so. Die kommen mit irgendwelchen Geldforderungen und sowas, random und so weiter. Und da gibt es wohl ein Antidote, wie Garlic bei Vampiren, also Knoblauch. Es gibt das Ding von der Tourismuspolizei irgendwie, diese Karte und diesen General, der das Ding führt. Wenn die irgendeinen Stress machen sollten, muss einfach nur das Bild zeigen und dann sagen die direkt so, okay, alles gut, ich mache das. Ja. Das will ich eigentlich mal schon mal so erleben, weißt du? Wenn die so einen noch Stress machen und dann zeigst du einfach dieses Bild und dann gehen die direkt. Vielleicht machen die auch so. Ich dann erstmal so in die 8. Die 8, ja, die nehmen sie am Müll und sagen so, Gadi. Wir machen uns auf den Weg, machen noch ein bisschen Strecke und dann ja, auf nach Dushanbe. Welcome Tajikistan.
Sorry? Welcome Tajikistan. Thank you. Thank you. Hello. Nice to meet you. Thank you. Hello. Die Berge sehen halt so geil aus, ne? Aber so geil sie auch aussehen, ich habe keinen Bock da hochzufahren. Es wird schon asozial. Aber irgendwie halt auch eine geile Qual. Ist halt eine Challenge, ne? Der zweithöchste Pass der Welt. Das ist schon wieder wahnsinnig. Привет. Ja. Allein das war schon wieder, das Land ist so schön. Ich finde es so krass. Wieder Abendsonne. Germania. Germania? Быстро что-то едете, да? Aha. Japonia geht die rum. Mit Velo. Japonia, Velo. Der Junge fährt jetzt mit uns. Er war gerade bei uns mit einkaufen, ist schon davor ein Stück mitgefahren. Hallo. Und jetzt fährt er mit uns mit. Ab nach Japan. Schon heavy, ja. Also Sandberge mit so einem Fluss davor und auf Sonnenuntergang. Ist richtig geil. Ja, und für meine Kuh. Die Schaufeljungs sind auch in Tadschikistan unterwegs. Да, Nice to meet you. да. Хорошо. Bye. Wuhu! Es ist so geil, auch überall die Sonnenblumen, ne? Das ist das Land der Sonnenblumen. Achso, dieses Zeichen von denen? Nein, einfach da auch wieder ein Sonnenblumenfeld und die sind überall stehen welche. LOL! Noch gar nicht gesehen. Und da unten der Fluss, ey. Wir haben gerade schon gesagt, das ist das schönste Land, wo wir bis jetzt durchgefahren sind. Ja, safe Abstand. Übel geil. Und ich glaube, da vorne auf diesem Vorsprung kann man voll einen geilen Schlafplatz machen, dass da morgens, wenn die Sonne aufgeht, den See drüben, weißt du? Ja. Das sieht ja ganz cool aus. Okay Leute, ganz krass. Wir sind hier am Schlafplatz am Kochen und so und jetzt kommt hier mitten in der Nacht so ein Dude mit einem 2 Meter langen Spaten. Schon wieder. Und gräbt hier irgendein Loch. Ja, jetzt mal im Ernst, da stimmt doch was nicht, oder? Oh, der verklebt gerade eine Leiche. Und nichts dabei gehabt. Ja, die ist noch unten im Auto. Der ist mit dem Auto gekommen. Wir gleich sehen, wie eine Leiche hochbringt. Der, da renn ich um mein Leben. Sagst du echt? Ich versteck mich, Alter. Ich lock den, Digga. Hol die Bullen. Was soll die sonst machen, Digga? So Leute, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Typen. Hier stand der vorhin und hat sein Licht ausgemacht. Für 2 Minuten, als unser Feuer zu sehen war. Beobachtet. Wir sind bewaffnet, Kevin hat ein Messer dabei. Ich sag mal so, Ist ne, das wir haben heiße ja vorhin beim Laden, ihr habt es irgendwo gesehen, trainiert. Aus dem Park, der Typ. Keine Ahnung. Ah, die heiße Brühe rettet Leben. Ah, da vorne ist einer mit Licht. Ist es der oder was? Safe ist das der. Jetzt kommt der, Alter. Jetzt ist doch, es vorbei. Jetzt gibt's Beef. По-русски вы... По-русски, да. Русский, да? Да, да. А вы русский? Ага. А я таджик. Ну, русский понимаю, можем разговаривать. Служили во время Союза Aha. в Москве. А вы сами откуда? Germania. Хорошо. Ja. Fließt. Also Leute, wir haben den jetzt ausgenockt und in sein Loch, das er gegraben und reingelegt. Der ist weg, der Typ. Nee, war ganz nett, ne?
Ja, da war ein bisschen hier schon ein bisschen shady von dem was. Ich glaube, der war da einfach nur selber Angst, alleine rauszulaufen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kann Aber sein, ich glaub, dass er das uns sollte. bemerkt hat und ein bisschen Schiss bekommen hat. Naja. Ja, wir lassen es uns jetzt mal schmecken. Puh. So, wir sehen uns dann morgen wieder. Ja gut, ne? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum mir das Treten seit gestern so schwer fällt. Ich habe es gerade rausgefunden. Noch so ein Spruch Speichenbruch, ne? Die hängt ja auch hinten in die Kassette ständig rein. Das dreht sich hier und muss dann jedes Mal hier rausklacken. Das ist natürlich auch kein Wunder, dass das anstrengend ist, ne? Wird halt darauf hinauslaufen wie beim letzten Mal. Ich baue die jetzt raus und dann hoffen, dass die Scheibenbremse nicht schleift. Und dann halt bis nach Duschanbe, 280 Kilometer. Ohne Scheiß, es ist so zum Mäusemelken. Ich bin jetzt seit ein paar Stunden unterwegs und insgesamt vielleicht 20 Kilometer weit gekommen oder so. Ja, erster Speichenbruch. 3 Kilometer weiter hatte ich einen Platten. Und seitdem hatte ich jetzt 6 verschiedene Platten. Und ja, das ist ein platter Reifen. Das Problem ist, dass ich letztens in, wie heißt es denn jetzt, wo wir waren, die Stadt, Bucherer, keinen neuen Schlauch bekommen habe, nur Flickzeug. Und der alte Schlauch ist mittlerweile aber so porös, dass der so viele Stellen hat, die kurz vorm Loch sind und aufreißen, dass du mit Flicken nicht hinterherkommst. Es ist so ein Dreck. Nach Duschanbe sind es halt immer noch irgendwas über 200 Kilometer. Also. Ja. Nochmal flicken. Was soll ich machen? Habe ihn gerade geflickt, wollte gerade wieder aufsatteln. Zufälligerweise Kevin getroffen. Ich dachte ehrlich, dass du schon viel weiter weg bist. So geil. Immer wenn wir uns trennen, schenken mir Leute einfach Geld. Ich habe 10 Euro im tschechischen Geld bekommen. Ehre. Ich habe so Franzosen getroffen beim Rumfahren. Ich suche nur einen Laden halt, bla bla, wisst ihr was? Und die so, ja, wegen kein Bargeld, geht's das? Und so, hier, warte mal, und haben sie Geldbeutel auf mal für Geld hingedrückt. Reicht das? Und ich so, ja, alles gut. Und dann konnte noch mehr geben, weißt du? So, haben mir aber 10 Euro geschenkt und tadschikischen geschrieben. So, oh, korrekt, Alter. Krass. Ja. Ja, nee. Hier. Kannst du nicht mehr fahren oder was? Also es ist halt echt der 7. Und ich meine, wir sind jetzt streckentechnisch nicht so weit gekommen. Ja, irgendwie 30 Kilometer. Ich muss gucken. Keine Ahnung. Ja, ich habe es nochmal geflickt und beim Aufpumpen haben sich 2 neue Löcher aufgetan. Das Ding ist ein Schweizer Käse. Kein Plan, was ich machen soll. Der Mantel ist sauber. Es ist einfach der Schlauch, der ultra am Sack ist. Dreck, Alter. So ein Dreck. Also wir haben Hilfe bekommen. Das Fahrrad hat jetzt einen 26 Zoll Schlauch drin, statt 28. Aber bis nach Duschanbe muss es reichen. Thank you. Spasibo. Es ist schon echt ein wunderschönes Land und irgendwie coole Leute. Erstaunlich viele Kinder, muss ich sagen. Also ich glaube, in keinem Land waren so viele Kinder auf der Straße unterwegs. Und die sind richtig begeistert. Also gerade auch schon wieder, da komplett von der anderen Seite auf dem Fluss, da in diesen Häusern aus, haben die zugerufen und gewunken und so. Das ist cool. Das ist nicht so wie halt in Usbekistan, wo du einfach nur wild angehupt wirst, penetrant den ganzen Tag auf der Straße. Sondern das ist eine coole Art von Menschen, die sich freuen und mal ein bisschen quatschen wollen auch. Es macht Spaß. Es sind ja auch immer wieder so ja, uralte Hütten. Und da leben halt auch noch Menschen drin. Das ist so krass. Das ist so urig. Ich meine, wir sind ja jetzt noch auf einem relativ niedrigen Pass, da in der Nähe im Endeffekt von der Hauptstadt. Bin echt gespannt, wie es dann oben im Himalaya wirklich wird.
geht schon wieder. Es war schon wieder so wild. Ich bin hier unten gerade in so einem kleinen Dörfchen angekommen und da stand so ein Van und die meinten, ey, glaub mir, pack das Fahrrad hier rein und fahr mit uns da hoch, tu dir das nicht an, das ist absolute Hölle. Und dann kam so ein christlicher Missionar noch hierher, der eben auch Tadschike ist. Er hat in Österreich aber studiert und meinte auch, oh, do it, it's no good, it's no good. Und die haben mir das so nahegelegt und ich habe gesagt, nee, ich muss ja trainieren hier für den Pamir Highway. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann haben die mir noch ein paar Hinweise gegeben, zum Beispiel, wenn wir da jetzt oben ankommen, dann gibt es da so einen Tunnel. Und er meinte, ich soll da auf gar keinen Fall mit dem Fahrrad reinfahren, das ist Suizid, weil das ist eine Fehlkonstruktion ist. Da gibt es keine Belüftungssysteme und es ist stehendes Wasser im Tunnel die ganze Zeit. Und selbst mit dem Auto hat man das Gefühl, man erstickt da fast, obwohl man da relativ schnell durchkommt. Das ist halt 5 Kilometer lang. Ich meinte, auf gar keinen Fall reingehen, in Auto steigen und durchfahren. Und in Europa wird er wohl Tunnel des Todes genannt. Auch geil. Ja, und dann hat er mir noch was zu essen gegeben als kleine Stärkung. Kurz für mich gebetet, das war ein bisschen weird. Und jetzt geht's da hoch. Wird spannend. Wahrscheinlich absolute Hölle. Aber was will man machen, ne? Pamir Highway würde auch kein Zucker schlecken. Ich würde echt mal interessieren, ob Kevin schon oben ist. Weil das ist ein bisschen scheiße halt, dass wir noch keine SIM-Karten haben. Dadurch können wir uns auch nicht kontaktieren. Wäre echt interessant. Ich werde auf jeden Fall noch eine ganze Weile brauchen. So Leute, ihr seht's, da war mein Schlafplatz. Hier oben irgendwo in den Bergen. Scheiße. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen, wir waren auf einer Höhe von 2000 Meter. Da hat meine Lunge angefangen Faxen zu machen und es hat wehgetan. Deswegen mussten wir leider bremsen und sagen, ja okay, hier ist auf heute Feierabend. Da haben wir Schlafplatz gesucht, der hat hier chillt da hinten. Und ich habe mich hier zwischen die Dinger gehockt. Und ich sage euch ehrlich, das war schon irgendwie ein Vibe da drin zu pennen. So ohne Ding oder sowas, Sterne anzugucken, die ganze Nacht. Boah, ich habe so viele Sternschnuppen gesehen, irgendwie 3 Stück, 4 Stück oder so, es war so cool. Ja, und mit so einer View ist dann aufgewacht, ne? Und da kommt dann die Sonne runter, geht über den Berg herausgedingst. Auf jeden Fall, meine Lunge spüre ich immer noch ein bisschen. Deswegen mache ich jetzt schon mal wieder hoch, ich habe Nati gestern schon abgeklärt. Langsam hochschieben das Fahrrad, damit ich auf jeden Fall die 2,7 knacken kann heute, dass wir auf jeden Fall nach Duschanbe kommen. Das ist wichtig. Langsam hochgehen und nicht so viel Kraft aufwenden. Dann macht die Lunge das auch mit. Also Leute, Kevin geht es immer noch nicht so gut. Das heißt, wir schieben jetzt hier mal langsam hoch. Auf der Karte sollte in einem Kilometer oder so ein Dorf kommen. Ich hoffe, dass sie da einen kleinen Laden haben, weil wir haben nichts mehr zu trinken. Also Leute, Wasser gibt es hier nichts. Das war mal was, aber die Tür ist zugemauert. Also wir müssen jetzt erstmal über den Berg, bevor es wieder was gibt. Scheiße. Naja, gehen wir schnell los, bevor die Mittagshitze kommt. Das war's schon, oder was? Das war's, viel zu einfach, weil da kann man noch leben. Ja. Nee, nach dem, was die da gestern groß angekündigt haben, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch, das ist eine Kuh. Was Schlimmeres erwartet. Das war eigentlich der höchste okay. Punkt ist bei 1740 Metern. Aber Höhenmeter technisch bei wie viel? 1740 Höhenmeter, nicht 1740. Ja, die sagen, die hupen es by the way nicht, boah, ihr seid geil und ihr seid tot. Ja, das ist der berüchtigte Todestunnel, Genau, ja. vor dem wir ausdrücklich gewarnt wurden, nicht reinzugehen. Irgendwie kann er trotzdem reinhalten. Was machen wir jetzt? Ich hab Licht schon dran. Jetzt abwechseln mal. Wir gehen rein, gell? Ne. Servus! So schön kann es dann nicht sein, ne? Ja, das Methan verseucht, das meinte der, nicht die Autoabgase, sondern die Kuhabgase. Aber hier, das sieht echt nicht so ganz nach Belüftungssystem und als modern aus. Ich riech's sogar. Echt? Ja. Ich noch nicht, ich habe noch Wasser davor. Der Boden ist auch echt kacke. So, Achtung, Auto kommt von hinten. Zu früh gefreut. Es geht noch weiter hoch. So Leute, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Das ist der Todestunnel. Ja, 2 Motorradfahrer haben uns gerade ausdrücklich davor gewarnt, reinzugehen. Das Militär hat gesagt, geht nicht rein. Lasst euch durchfahren mit einer Maschine. Wir fahren rein.
Ja, wir müssen irgendwie einfach. Das ist der Challenge-Geist. Wir bauen uns jetzt Masken, weil das Hauptproblem sollen wohl echt die Abgase und die toxischen Gase eben sein. Ja, die Bres meinten, die Straße an sich ganz okay, ab und zu ein paar Schlaglöcher, aber das ist kein Ding. Du siehst halt wegen Abgasen auch nichts, das ist das. Deswegen geht der Nat jetzt voran mit den beiden Headlights, unsere stärkste Lichtquelle. Und dann schauen wir mal, wie schlimm das ist. Ja, und vor allem die Abgase halt. Ne? Also, Ja, ich werde mir das Ding auf jeden Fall hier noch mit in meine Maske reinbauen. Wenn du magst, kannst du das auch gerne machen. Das hat mir der Missionar gestern gegeben. Das kann man auch essen, das Zeug, aber es riecht vor allem gut. Macht vielleicht noch mal ein bisschen frische Luft. Ja, los geht's. Ich hoffe, ihr hört wieder was von uns. wir sind in den Nachrichten. Schaltet Tajik News ein. Das ist halt schon krass, ne? Man riecht jetzt schon und es ist jetzt schon scheiße zu atmen. Ja, vor allem meine Höhenkrankheit ballert richtig, ich habe voll das Gefühl in den Lunge. Ah, ist schlecht. So ein leichtes Stechen schon. Wir müssen noch so schnell möglich durch. Ah, schon unverantwortlich. Aber wir sind dumm. Ja? Aber wir sind dumm, habe ich gesagt. Ja, schon halt. Ja, Leute, absoluter Abfuck. Das Militär lässt uns nicht durch. Sagen nein, nein, nein. Es stand nirgendwo, dass es illegal wäre, aber sie sagen einfach nein, nicht mit dem Fahrrad. Nur Maschine, Maschine. Oh, was sagst du dazu? Danke dafür. Ja, es ist so viel geiler, das so einfach noch viel geballter und schneller einzuatmen. Super smart. Ja Leute, das ist der Todestunnel. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Er ist ultra schmal, auf keinen Fall befahrbar mit dem Fahrrad. Ja, auf keinen Fall. Also man sieht sogar auf der scheiß GoPro, dieses Licht. Und der Typ, GoPro macht echt schlecht bei Dunkelheit. Und der Typ, der hier gerade eigentlich im Auto sitzen müsste, der chillt gerade übrigens hinten auf der Tragefläche. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Aber der ist ja ein Tadschike. Es darf nur Touristen nichts passieren. So dumm, also was passiert denn da groß? Ich sehe immer noch die scheiß Rücklicht vom Auto halt, ne? So, da vorne geht's doch schon gleich noch wieder raus. Also das ist so ein Bullshit. So eine Scheiße, ey. Er sagt auch, ja, packt eure Fahrräder da rein, so in den 2 Meter hohen Sprinter, wo Ziegen und irgendwelche Säcke drin sind. Ja, versuch hochzuheben, versuch's. Er so, macht dann auf blöd, versucht mein Fahrrad hochzuheben und fliegt dabei fast aus dem Maul, weil es aber zu schwer für ihn war. Der hat dann Hilfe von 2 anderen Leuten noch gebraucht, um das irgendwie hochzuheben. Ah, das ist echt. Das sind solche Opfer, Mann. Das sind solche Idioten, die haben halt keine Ahnung. So. Ja, wie Denken, du gesagt hast, halt, die müssen Touristen schützen und so. Das ist so nervig. Ja, trotzdem halt, die denken, ja, kann da mit 2 km/h durch. Ich hab zu denen gesagt, Digga, das ist Downhill zu 13%, wir fahren da mit 25 km/h durch, kein Problem. Und die Straße ist ohne Witz besser als alles, was wir bis jetzt hatten. Ja. Ja, Leute, es wäre definitiv machbar gewesen. Wir durften nicht. Ist schade, wir hätten es echt gerne gemacht. Wurde uns nicht erlaubt. Sauschade. Scheiß Todesrunde. So durchfahren mit dem Fahrrad, so klar, es wäre hart gewesen, im Atmen und so. Das wäre voll cool gewesen, voll die coole Erfahrung. Und von der Seite, also es wäre auch hier von Auto überfahren zu werden oder so, was tatsächlich meine Sorge ein bisschen war, wäre überhaupt kein Risiko gewesen. Das 30er-Zone, keiner fährt da schnell, weil es ist schon stellenweise ein bisschen dunkel. Wir hätten fette Lichter gehabt, aber die Autos fahren alle nicht schnell, weil die halt eben, wenn du höhere Geschwindigkeit hast, ist es kacke, weil auch manchmal Schlaglöcher sind und so. Ja, blöde Nummer. Von der Seite hier ist übrigens keine Security. Von hier aus kann man da einfach durchfahren. Wenigstens ist der Downhill jetzt echt schön, ey. Das ist schon cool. Alter! 53% Steigung. Das habe ich noch nie gesehen. Leck mich am Arsch. Da geht's runter. Das ist so ein Zufall, ne? Wir sind gerade in, jetzt habe ich den Namen vergessen, Duschanbe. Und wir hatten uns getrennt, ich bin ein bisschen zurückgefallen, mir ist nämlich noch eine zweite Speiche gebrochen und dann hat die Scheibenbremse immer halt an der Bremse geschliffen. War sauer anstrengend zu fahren, auch übel Gegenwind gehabt die ganze Zeit. Ja, es war echt gottlos. Muss bis Downhill gewesen, so 8% Fallsteigung. Trotzdem anstrengend gewesen. Ja, das ist war unglaublich.
Und dann habe ich halt unterwegs irgendwo so einen Fahrradladen gefunden, dachte ich, okay, korrekt, gehe ich hin. Alter Schwede, haben die gepusht. Das ist unfassbar. 2 Speichen reingemacht, 29 Zoll Speichen für 28 Zoll Reifen. Naja, unten einfach so rumgebogen. Die sind jetzt nicht hundertprozentig fest drin, es geht einigermaßen. Hat er die Kassette wieder reingemacht, ist dann aufgefallen, scheiße, die Speiche schleift ja an der Kassette. Alles wieder aufgemacht. Ich dachte so, er sagt mal noch, er ist hier. Spezialist. Ja, er ist Specialist, Profi, Master. Schaut dann direkt danach, gibt auf YouTube ein Fahrrad reparieren und schaut sich ein Video an und macht so, ich erkläre ihn dann nebenbei nach oder so. Und ich wollte schon selber machen, ich hatte halt nur das Werkzeug nicht. Ich wollte dann das Zeug nicht, no, Meister. Ja, okay. Hat jetzt ein paar Stunden rum, oder gefühlt ein paar Stunden, ich glaube 2 Stunden waren es rumgetan. Das gemacht, dann hinten bei der Bremse ist uns aufgefallen, warum die nicht mehr geht, dass da einer von diesen Bremsblöcken fehlt, halt von diesen Bremsscheiben da. Ja, gibt keinen Ersatz dafür ein Ding. In Tadschikistan meinte er, deswegen brauche ich eine neue Hinterbremse. Hat er reingebaut, geilerweise sogar, glaube ich, gratis. Dann Schläuche hatten die auch nicht die richtige Größe, ist jetzt auch falsche Größe drin, habe aber noch einen Ersatz gekauft, das geht schon irgendwie. Und einen neuen Mantel, weil der hinten so abgefahren war. Ja, habe ich gesehen, das Profil war komplett weg. Ja, also das ist passiert und dann dachte ich, scheiße, was mache ich jetzt, wie finde ich den Kevin, weil wir halt beide keine SIM-Karten haben. Fahre nach Duschanbe, bin zu so einem Supermarkt, hab Trinken geholt. Dann sehe ich ihn im Restaurant, denke, korrekt, bam, geh rein. Stell gerade mein Fahrrad ab, kommt er runter. Ja, und ich habe ihn da in der Spielung gesehen, aber so, weil ich wollte gerade hier losgehen, mal die Stadt anschauen, bin geschrieben, hier auch einen Standard geschickt, wo ich gerade bin und so, falls es auch irgendwo Internet gammeln kann, ne. Dann sehe ich so in der Spiegelung sein Vater, warte mal kurz. Schau so hin, dann sehe ich ihn aber reinlaufen und dann so, schau nach, jetzt die da nicht reinkommen. Und ich dachte, wow, was machst du hier? Ich dachte, ich gib's WLAN. Ich hab genauso gedacht, jetzt gesehen habe, so, ich gib's vielleicht WLAN. Ja, ich darf jetzt schlafen auf jeden Fall. Der meinte, der gönnt. Und das wird wahrscheinlich dann dieses Dormitorio bei diesem Gasthaus nehmen. Aber wenn es so ähnlich ist wie bei dem Surf-Hostel, dann soll es eigentlich ganz geil sein. Weil die meinten, es ist so ein Treffpunkt eher. Ja, aber lass dich nicht hier. Der ist übel der Hitler-Fan. Ja, der hat Hitler groß und sonst was die ganze Zeit. Da will man nur helfen, weil er denkt, dass die Aria bin. Wenn der wüsste, dass mein Dad Rumäner ist. Ich box den. Ja, schon echt grenzwertig, Mann. Aber er gibt mir Unterkunft und Essen. Ich habe auch gesehen, in Duschanbe gibt es ziemlich geile Sachen besetzt. Hast du diesen fetten Tempel da gesehen? Ja, da ist ein Romuler Krone drauf. Ja. Das ist echt cool. Da werden wir vieles zu sehen haben. Fahrrad ist wie gesagt erstmal abgehakt. Ich glaube, es gibt hier keinen anderen Fahrradladen. Ich schaue mal, wenn wir Internet haben. Und ansonsten brauche ich eigentlich nur noch eine lange Hose für den Himalaya. Ja. Das war's dann. Verbände holen, aber Apotheken gibt es wie Sand am Meer. Ja, wenn du willst, können wir jetzt halt schon mal gehen durch die Innenstadt durch, mal ein bisschen trinken, schauen, so die Sachen. Trinken, essen. Alter, schaut euch das mal an. Duschanbe ist voll die Luxusstadt, ey. Ist aber auch arschteuer wieder im Verhältnis. Ah, das sieht saugeil aus. Der Krieg hat begonnen. Ey, warte schon, das Rumbling beginnt, Alter. Das ist so krass. Ja, so können wir nicht schlafen. Ja, als wir einen ganzen Kulturnebel Race haben zusammengepackt. Telig, Sommer-T-Shirt. Alter, mit einem Schlag 3 erwischt. Olle für dich. Ja. Alter, warte, glaubst du, Handtuch bringt was? Ja. Ich roll das zusammen. Ach, warte. Digga, ist alles Stechmücken, Alter. Ich dachte, es wären normale Mücken auch dabei. Ist alles Stechmücken. Ich bring kurz das Essen ins Bad, bevor da Leichen drin landen. Alter, 3 auf einen Streich, Digga. Jetzt werden Hardware-Schütze aufgefahren. Also das Kabel ist nicht lang genug, oder was? Nee. Ja, Alter. Wie viele Leichen da schon oben sind, ich hoffe, man sieht das irgendwo. Scheiße, es juckt dir nicht, die Spinnennetze gehen nur weg. Das heißt, wir geben noch einen Vorteil. Scheiße, Mann. Aus. So, wir sind gerade am Permit holen, ne? Wir waren schon bei diesem komischen anderen Amt, haben da Geld gezahlt, dachten so, auch korrekt, nur 3 Euro, können wir bald. Dann sagen wir auf einmal beim nächsten Schalter dann, ey, wir müssen eine Überweisung machen. Jetzt sitzen wir die ganze Zeit in dieser scheiß Bank drinnen, bei den übelsten Keckos. Weißt du, die haben sich schon voller vorgedrängelt, dann haben wir noch Ärger bekommen, weil wir uns beschwert haben, dass die uns vordrängeln und so. Also richtige Pisser hier, absolute Hassstadt, definitiv. Ja, und jetzt stehen wir hier zum 2. Mal, stellen uns an, weil da mal Lunch auch noch, wo wir genau ankommen, kam Lunch, mussten wieder raus, jetzt wieder anstellen. Das heißt, haben wir schon 2 Stunden oder so nur in diesem Schalter verbracht, um zu warten. Und jetzt mal schauen, wie lange das noch dauert hier, ey.
Katastrophe. Das ist auch so eine Sache, die fassen dann die ganze Zeit an, wenn die von dir vorbeilaufen. Die tun nicht mit die Schulter fassen oder so, an die Seite fassen und so. Ich denke so, Digga, fass mich nicht an, geh an mir vorbei, aber fass mich noch nicht an, was ist mit dir? Die sind alle voll touchy. Wir stellen uns einfach irgendwo an, weil es da einfach gibt's kein System, da gibt's gar nichts. So, und dann sagt irgendwann eine Frau, ja, spricht ihr Englisch? Ja, ja. Ja, ihr habt euch vorgedrängt, das will keiner für euch zahlen. Ihr müsst ein Konto hier öffnen bei der Bank, damit ihr das zahlen könnt. So, und Digga, wir sind keine Tadschiken. So, wir haben kein Konto in Tadschikistan. So. Und die Leute wollen für uns zahlen, weil wir uns eigentlich vorgedrängelt haben. So. Keine Ahnung, ey, es sind einfach Rassisten, wirklich. Also wirklich, es ist auch dieser Nazi-Typ mit Hitler und sowas, Aria und so ein Zeug gekommen ist. Weil ich es nicht erzählt habe, irgend so ein Dude habe ich getroffen, beim Essen ausgegeben, meinte irgendwie Hitler ist geiler Mensch und Aria und Tadschiken lieben Hitler und was weiß ich. Also würde auch erklären, warum der Breda, schau mal, einfach Hitler macht einfach hier so Hitlerfokus. Richtig wild, ey. So Leute, um das Ganze mal so ein bisschen aufzuklären, wenn wir jetzt über den Pamir Highway fahren, dann kommen wir irgendwann in eine autonome Region, die sich GBIO nennt. Ist im Endeffekt Ost-Tadschikistan. Und um da reinzufahren, braucht man eben so eine Genehmigung. Und die Genehmigung versuchen wir zu bekommen. Haben im Endeffekt auch schon alles dafür gemacht, nur müssen wir jetzt noch was bezahlen. Wir haben schon anteilig bezahlt, müssen den Rest aber aus irgendwelchen Gründen bei der Bank machen. Und das Ganze macht nur eine Bank in der Stadt hier. Aber bei dieser Bank kannst du eben auch nur bezahlen, wenn du ein Konto bei dieser Bank hast oder eine Karte. Du kannst auch nicht mit dem Bargeld dort bezahlen oder sonst was. Und genau, dadurch sind wir jetzt in das Dilemma gekommen, wo wir gerade sind. Wir haben jetzt aufgegeben bei der Bank, weil es einfach nichts wird, weil sich immer wieder Leute vordrängeln und wir niemanden finden, der für uns irgendwie die Karte hinhält und wir ihnen quasi Bargeld geben. Ja, wir sind jetzt nochmal hier zurück. Kevin versucht nochmal zu erklären, dass das nichts wird und ich sitze jetzt hier, passe auf die Fahrräder auf und schaue, was passiert. Bro, wir können auch reiten mit Avatar. Ja, ist ja auch meine Haare irgendwo reinstecken. Voll die fette Arcade-Halle hier. Mit VR und allen möglichen Vorbei, ich finde diese Shooter tatsächlich cooler, am coolsten. Das ist ein Gewehr. Sorry. Aber erstmal bei mir hat er so gar nicht reagiert. Scheiße. Ja, wir müssen mal gucken, wo man da jetzt diese Karte holen und aufladen kann. Aber jetzt haben wir eh Hausverbot, weil wir dann die größten Stammkunden verscheuchen. 'Findest du es Asien jetzt Kotzsounds macht? Halt's Maul. Ich brauche eine richtige Antwort. Ja oder nein? Verpiss dich. Okay, das ist ein Nein. Der ist grad weg. Grad Schluck auf. Oh, langsam geht's weg. Alter. Ich dachte, das gibt's voll oft hier als solche